Viele halten die Gliederung einer Bachelorarbeit für eine formale Vorgabe. Dabei ist sie vor allem die Übersetzung deiner Gedanken in eine nachvollziehbare Struktur. An diesem Punkt der Bachelorarbeit entsteht oft Unsicherheit. Wie bringe ich Thema, Fragestellung und Methode jetzt eigentlich sinnvoll in eine Ordnung? Häufig wird die Gliederung als eine bloße Abfolge von Kapiteln, die man irgendwie füllen muss, verstanden. Dabei erfüllt die Struktur eine ganz klare Funktion. Sie ist nicht nur das Gerüst deiner Arbeit, sondern vor allem die Übersetzung deiner Gedanken in eine nachvollziehbare Argumentation. Eine Bachelorarbeit folgt dabei einer klaren inneren Logik. Du stellst eine Frage, entwickelst eine theoretische Grundlage, untersuchst diese Frage und ordnest die Ergebnisse anschließend ein. Und genau diese Logik bildet sich in der Struktur deiner Arbeit ab. Die einzelnen Kapitel stehen deshalb nicht für sich allein, sondern erfüllen jeweils eine bestimmte Funktion im Gesamtprozess. Die Einleitung eröffnet den Denkraum und macht deutlich, welches Problem untersucht wird und warum dieses relevant ist. Der theoretische Teil schafft die Grundlage. Hier erklärst du zentrale Begriffe, ordnest dein Thema in die bestehende Forschung ein und zeigst, an welcher Stelle deine Arbeit ansetzt. Die Methode beschreibt, wie du deine Fragestellung konkret bearbeitest. Nicht spektakulär, sondern nachvollziehbar. Die Ergebnisse zeigen, was in deiner Untersuchung sichtbar geworden ist. Und die Diskussion ordnet diese Ergebnisse wieder ein, indem sie die Verbindung zur Fragestellung und zur Theorie herstellt. Das Fazit fasst diese Erkenntnisse zusammen und bringt die Arbeit zu einem klaren Abschluss. Entscheidend ist dabei nicht nur die Reihenfolge der Kapitel, sondern ihr Zusammenhang. Viele Arbeiten wirken auf den ersten Blick korrekt. Die Kapitel sind vorhanden, die Formalien stimmen. Und trotzdem entsteht beim Lesen das Gefühl, dass etwas nicht ganz zusammenpasst. Der Grund liegt oft darin, dass die einzelnen Teile nebeneinander stehen, statt logisch aufeinander aufzubauen. Eine wissenschaftliche Arbeit entsteht nicht dadurch, dass Inhalte gesammelt werden, sondern dadurch, dass ein Gedanke konsequent entwickelt wird. Das zeigt sich auch im Zusammenspiel der zentralen Teile. Die Theorie legt fest, was überhaupt untersucht wird. Die Methode bestimmt, wie diese Frage beantwortet wird. Und die Ergebnisse zeigen, was unter diesen Bedingungen sichtbar geworden ist. Wenn diese Verbindung fehlt, entsteht eine argumentative Lücke, auch dann, wenn jeder Teil für sich korrekt ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Umgang mit Inhalten. Viele gehen davon aus, dass eine gute Bachelorarbeit möglichst viel enthalten muss. In der Praxis zeigt sich jedoch oft das Gegenteil. Qualität entsteht nicht dadurch, wie viel du unterbringst, sondern dadurch, wie klar du auswählst. Alles, was nicht direkt dazu beiträgt, deine Forschungsfrage zu beantworten, schwächt die Arbeit eher, als dass es sie stärkt. Das betrifft zum Beispiel zu umfangreiche Theorie, unnötige Exkurse, allgemeine Methodenbeschreibungen oder Inhalte ohne klaren Bezug zur Fragestellung. Eine Bachelorarbeit ist keine Sammlung von Wissen, sondern eine fokussierte Antwort auf eine klar definierte Frage. Wenn du dir unsicher bist, kannst du dir eine einfache Leitfrage stellen. Trägt das, was ich hier schreibe, direkt zur Beantwortung meiner Forschungsfrage bei? Wenn nicht, ist das Weglassen oft die bessere Entscheidung. Wenn Struktur, Inhalte und Argumentation zusammenpassen, entsteht ein roter Faden, der sich durch die gesamte Arbeit zieht. Und es ist genau diese innere Logik, die deine Bachelorarbeit überzeugend macht. Dieses Video ist Teil der Videoserie von Thesis Kompass, deinem Wegweiser durch die Bachelorarbeit. Wenn du dir mehr Orientierung im Prozess wünschst, schau dir gerne die nächsten Videos an.